Hallo und herzlich willkommen zu unserer Interviewreihe Spot On, künstlerische Arbeit unter der Lupe. Ich freue mich heute ganz besonders, meinen langjährigen Liedbegleiter und Freund Peter Wortfeld hier begrüßen zu dürfen, der eine breite Palette von künstlerischer Tätigkeit seit vielen Jahren erfolgreich ausübt. Er dirigiert, er ist Repetitor, er ist künstlerischer Liedbegleiter oder überhaupt Klavierbegleiter für Instrumentalisten und Sänger, Kammermusiker, und er ist Coach. Eine Tätigkeit, die es zwar offiziell auch bei uns in Deutschland gibt, aber wofür keine direkte Ausbildung angeboten wird. Und lieber Peter, vielleicht erlaubst du, dass ich mal zunächst frage, welche dieser Tätigkeiten, die ich jetzt genannt habe, und das ist eine ziemlich breite Palette, welche dieser Tätigkeiten befriedigt dich sozusagen am meisten? Das ist ja gleich die schwerste Frage zuerst. Ich glaube, dass ich heute, nicht mehr ganz junger Spund, nicht das alles machen würde, wenn ich da eine klare Präferenz hätte. Weil alle diese Tätigkeiten ja mir offensichtlich Spaß machen und mir auch was zurückgeben, also dass ich die sehr gerne mache. Alle haben auch ihre schwierigen Seiten. Ich bin offensichtlich nicht der Typ, der sich einschließt mit einem Flügel in einem kleinen Raum, 12 Stunden jeden Tag übt für 2 Jahre und dann eine Konzerttournee alleine macht. Dafür braucht man ein gewisses Naturell. Ich habe solche Sachen gemacht und habe aber nicht den Spaß daran gehabt, den einem das machen sollte, wenn man auf alles andere verzichtet. Was mir den meisten Spaß macht, ganz offensichtlich, ist der Kontakt mit Menschen und die Arbeit mit Menschen und sich einzustellen auf Gegenüber. Und das kommt ja in all sozusagen 3 Schwerpunkten. Wenn man jetzt das Kollektiv beim Dirigieren außer Acht lässt, ist das ja das Wesentliche. Und das ist ja eine sehr intime Arbeit. Und ich verstehe das sehr gut. Ich meine, ich weiß ja, dass du verschiedene große Konzertreisen auch ins fernere Ausland gemacht hast und Klavierkonzerte mit Orchester und so weiter häufiger gespielt hast. Aber heute, seit einiger Zeit, ist es ja vor allem genau diese Arbeit, wie du sagst, mit Einzelnen, denen du Hinweise gibst, Anregungen gibst, Impulse gibst, Hilfestellungen gibst. Vielleicht machen wir es einfach mal so, da du ja sozusagen so ein bisschen ausgewichen bist mit den Prioritäten und sagst, eigentlich alles schön für mich und wichtig für mich, sonst würde ich es nicht machen. Dann fangen wir doch mal einfach an, aus meiner Perspektive natürlich und meiner Erfahrung, unserer gemeinsamen Erfahrung, die wir haben. Wie ist es mit der künstlerischen Liedbegleitung? Was ist da für dich besonders wichtig? Und wenn du auch junge Studierende, die du in der Richtung beraten möchtest, wenn du denen was sagen möchtest, was würdest du da vor allem betonen? Möglicherweise, und ich denke, dass du diese Frage nicht ganz unvorbereitet genau in diese Richtung stellst. Möglicherweise ist die künstlerische Liedbegleitung unter all dem mein allerliebstes. Das könnte schon sein. Ich habe viel Oper gemacht auch. Ich war Kapellmeister nicht, aber der sogenannte Studienleiter mit Dirigierverpflichtung am Opernhaus und habe sehr viel Oper korrepetiert mit Sängern, mit Studenten am Theater. Kenne das Repertoire ziemlich gut. Wenn es aber um die Nähe zum Herzen geht, werde ich immer aufs Lied kommen. Diese unmittelbare Kommunikation von
zwei Seelen sozusagen, die miteinander auf der Bühne mit einem Publikum kommunizieren, die diese ganz feine Abstimmung miteinander fabrizieren, ist was ganz Tolles. Und vielleicht das Größte für mich. So, das Wichtigste, ich komme aus einem Haushalt, meine Eltern waren jetzt nicht Musiker, in der Familie gibt es eine lange Geschichte von Musikern, Pianisten, und das geht zurück bis zum Klavierlehrer von Robert Schumann, aber das ist sehr lange her. Immerhin, es gibt da so eine Familientradition, aber meine Eltern waren beide schreibende Menschen. Bücher und Artikel, die haben Politik gemacht und so. Insofern ist mir auch Text und Textausdruck sehr ans Herz gewachsen. Und die Verbindung von Text, Mitteilung, Kommunikation und der Musik, das ist für mich im Kern. Das ist ja merkbar, das kann ich wirklich hier aus eigener Erfahrung noch einmal unterstreichen, in welcher Weise du nicht nur an die Tasten denkst oder nur an Töne denkst, sondern eben wirklich an den Zusammenhang, an die Relation von Musik und Text und dich da genauso mit beschäftigst, wie das natürlich naturgemäß ein Sänger, der den Text zu sprechen hat, tun muss. Und das ist ja eigentlich das Schöne der Zusammenarbeit, wenn man einen Partner hat, der diese Dinge alle mitbedenkt und einen da auch sozusagen mit in seine eigenen Gedanken mit einbezieht, sodass das wirklich ein echtes Duo, eine echte Zusammenarbeit von zwei Künstlern ist. Also das leuchtet mir sofort ein, dass da dein Herz besonders schlägt. Und wenn du jetzt mal betrachtest, also diesen zweiten Teil, über den wir ja auch gesprochen haben, ich komme vielleicht zum Repetieren ganz zum Schluss, diese Coach-Tätigkeit, die du ja in Amerika studiert hast. Das kann man ja in Deutschland als solches nicht so studieren, aber in Amerika gibt es ja diesen Studiengang. Du hast das also von der Pike auf studiert. Was ist es, was das Coaching besonders ausmacht? Also was ist das Wichtigste beim Coaching? In Amerika gibt es ein Studienfach für Musikstudenten, das nennt sich Musicianship. Ich habe immer vermisst und auch mal versucht, das zu implementieren. Ich habe immer vermisst, dass es hier so nicht existiert. Das ist ein bisschen wie bei uns in der Schule. Das wahre Leben wird aufgeteilt in Fächer. Und man studiert allerlei Fächer. In der Schule ist es Mathematik und Physik und Englisch und alles Mögliche. Im wahren Leben wird einem aber, wenn man jetzt nicht Mondraketen baut, weder Mathematik noch Physik in purer Form begegnen. Vielleicht steht man mal vor einem Problem des echten Lebens, wo man irgendwas brauchen kann aus dieser Schulbildung. Das wird aber ein Problem des echten Lebens sein. In der Musik ist das ganz genauso. Ich kann einen Musikstudenten selten überzeugen, dass es Sinn macht, die Lebensdaten von Komponisten auswendig zu lernen. Wenn er aber merkt, dass es für das Studium einer Arie von Mozart Sinn macht, zu wissen, wie man sich damals bewegt hat, warum man sich so bewegt hat, welche Mode gerade angesagt war, was die Frauen und die Männer damals tragen mussten, wie die Tänze funktioniert haben, was überhaupt geschichtlich los war, welche Funktion ein bestimmter Mensch in der Gesellschaft hatte, was er durfte, was er nicht durfte, hat einen gigantischen Einfluss darauf, wer man da ist, wenn man diese Rolle singt. Dann gewinnt diese Geschichte plötzlich ein Gesicht. Das heißt, die Musicianship ist dafür da, auf eine Aufgabe, die Musikstudenten haben, bezogen, also ein Lied, ein Text, eine Arie, die Hintergründe zu klären, die musikalischen Zusammenhänge, die musikalischen Gründe,
Warum hat Mozart jetzt diesen Sprung komponiert nach oben und nicht nach unten? Warum löst er die Dominante nicht in die Tonika, sondern in einen Trugschluss auf? Hat das vielleicht was mit dem Text zu tun? Ja, natürlich hat es das. Und alle diese Dinge. Also man erforscht die Zusammenhänge und schaut hinter die Oberfläche. So tief man halt kann. Fertig wird man Also ja nie. vielleicht darf ich von meiner Seite hinzufügen, dass eigentlich diese Tätigkeit oder dieser Tätigkeitsteil heutzutage noch viel wichtiger geworden ist, als es früher war, wo sozusagen die Einbindung, die Vorbildung junger Menschen, die da Musiker wurden, auch durch die Familien viel größer war als heutzutage. Nicht? Also ich meine, wir erleben ja heute, dass also selbst das größte, also imposanteste Bildungsgut schon zum Teil in Vergessenheit gerät, geschweige denn sozusagen die Details, über die du gerade gesprochen hast. Mhm. Und ich finde eben auch, dass man ohne diese Kenntnis auch gerade der sozialen, kulturellen Umgebung den rechten Ton gar nicht so ohne weiteres finden kann. Also es ist nicht so eine Frage, kann ich den singen, jetzt vom Sänger aus gesehen, sondern es ist eine Frage, in welcher Weise, auch stilistisch, muss ich mich der Sache nähern und wie habe ich mir das vorzustellen, auch in meiner Gestik, wenn ich so eine Rolle verkörpere, dann auf der Bühne zum Beispiel. Das sind alles Fragen, die doch von eminenter Bedeutung sind, genauso wie die harmonische Aufklärung, denn das sind ja oft Sänger nicht so stark, das alles zu erkennen, sodass sie aber natürlich ein ganz neues Verständnis haben für ihre Interpretation. Wenn du ihnen deutlich machst, dass zum Beispiel an einer Stelle, wo man vielleicht flüchtig als Sänger einfach einen Ton singt und drüber weggeht, eine Reibeharmonie, wenn man genau hinhört, ist, die sozusagen ein Fragezeichen zu dem grundsätzlich Positiven. Ich erinnere nur, haben wir lange darüber gesprochen, zum Beispiel bei dem Lied aus der Dichterliebe, wenn ich in deine Augen sehe, wo ich liebe dich mit einer Reibeharmonie versehen ist, die man unbedingt hörbar machen muss. Also all diese Dinge, glaube ich, sind sehr wichtig. Und jetzt ist die Frage, also wenn man künstlerisch arbeitet, ist das ja sowieso ein Thema. Aber wie ist das jetzt zum Beispiel mit den Leuten, mit denen du in erster Linie repetierst? Ist das eigentlich auch ein Teil deiner Repetitionsarbeit, dass du das sozusagen automatisch sowohl den Leuten abverlangst, wie auch selber einbringst? Naja, mit dem Abverlangen ist das so eine Sache. Das Coachen schließt ja ein, dass ich immer mit echten Menschen zu tun habe und die auch als ganze Menschen betrachte und respektiere und eigentlich immer im Moment mich versuche einzustellen auf das, wo die stehen. Alles andere ist ja sinnlos. Ich muss die ja da abholen, wo sie sind. Wir haben immer eine begrenzte Zeit. Wir haben meinetwegen eine Stunde zum Arbeiten und wollen in dieser Stunde gewisse Dinge in Ordnung bringen. Und mein Job ist immer herauszufinden, wo da jetzt die Prioritäten sind. Wenn jemand kommt und hat eine Rolle quasi fertig und möchte nur ein bisschen mehr darüber lernen und sich sicherer fühlen im Ablauf. Sozusagen. Ja, dann ist mehr Raum dafür, in die Hintergründe zu gucken. Es kann aber auch sein, das gehört genauso zum Alltag, dass jemand kommt und sagt, ich habe einen Anruf gekriegt, ich muss übermorgen das hier singen und kenne das überhaupt nicht, hilf mir. Dann fangen wir an, Töne zu lernen und zu gucken, wie funktioniert hier der Rhythmus. Auch das ist möglich. Dann gucken wir gar nicht tiefer in die Dinge. Vielleicht sollte man an der Stelle aber noch einmal besonders unterstreichen, dass dazu ja auch gewisse Grundvoraussetzungen, also ein guter, gefragter Repetitor zu sein, was du bist, gehören.
wie zum Beispiel, wie du es beim letzten Beispiel gerade angetippt hast, dass man in der Lage ist, ein Repertoire, das man möglicherweise auch nicht kennt, gerade heutzutage mit zeitgenössischer Musik oder mit anderen Stücken, man kann viel kennen, aber selten alles, dass man vom Blatt lesen kann, dass man also im Grunde sehr schnell sich einarbeiten kann und dass man vor allem auch als Repetitor ein Stück dann so genau durchschauen kann, dass man wirklich das zuspielt, nicht versucht, ein Klavierkonzert daraus zu machen, sondern das zuspielt, was der Sänger nachher im Orchester hören wird und was er braucht, um seine Töne zu kriegen. Das sehe ich doch, glaube ich, richtig. Das siehst du richtig. Ja, natürlich. Es gibt eine Menge von Stücken natürlich, die man im Laufe der Jahre dann ein- oder vielfach gemacht hat. Es ist aber genauso immer wieder so, dass Leute kommen mit Stücken, die ich nicht kenne. Es ist immer ganz erschreckend zu sehen, wie viel Musik man nicht kennt. Ja, ja. Sogar gute und wichtige Musik. Ja. Also manchmal bei neuer Musik gibt es eben Dinge, die konnte man noch gar nicht kennen. Und die sind manchmal ein bisschen komplizierter zu lesen. Dann muss auch ich mich einarbeiten. Aber natürlich habe ich einen gewissen Vorteil gegenüber besonders den Studenten, weil ich das eben schon doch so manches Jahr mache und relativ schnell bin, zu verstehen, was da Sache ist oder was da gefragt ist. Das feit mich nicht vor Irrtümern, aber eine Übersicht zu bekommen, auch über einen Text, wie der strukturiert ist und was der mitteilen möchte, und genauso einen musikalischen Text. Darin bin ich natürlich relativ routiniert. Und die Jahre an der Oper haben sehr geholfen, was das Blattspielen angeht. Das kann man sagen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Eine Frage hätte ich jetzt noch dazu. Es gibt, also gehen wir mal von den Leuten aus, die zu dir kommen, vor allem um eine Rolle zu polieren, vorzubereiten für eine Premiere oder für irgendwie einen Wettbewerb oder ähnliche Dinge. Wie stark musst du und kannst du dich zurücknehmen als Repetitor den jeweiligen musikalischen Auffassungen, mit denen jemand kommt, gegenüber? Ich meine, man hat ja eine Vorstellung, ich gehe jetzt mal von dem Repertoire aus, das jetzt nicht unbekannt ist, sondern eben, was du schon häufiger studiert hast, ausgeführt hast und so weiter. Und jetzt kommen Leute mit unterschiedlichen Vorstellungen. Das kann ja auch beim Lied so sein. Wie stark beim Repetieren kannst du dich da zurücknehmen? Stellst du dich da ganz darauf ein oder versuchst du doch ein bestimmtes Konzept durchzusetzen oder anzuraten? Darauf gibt es keine eindeutige Antwort. Es gibt natürlich einen großen Unterschied zwischen einer Zusammenarbeit, künstlerische Zusammenarbeit mit dem Ziel, ein Konzert zu machen, wo man immer eine gemeinsame Version finden muss und auch Möglichkeiten diskutiert und sich dann entscheidet für etwas und das dann einfach so macht. Korrepetieren, wie gesagt, ich versuche mich ja immer einzustellen auf denjenigen, den ich da vor mir habe. Und ein großer Faktor dabei sind natürlich auch die Möglichkeiten, die jemand zu dem Zeitpunkt hat. Das ist ja sehr verschieden. Also ich kann jetzt nicht mit dem Idealbild einer Wunderlich-Aufnahme an eine Repetition der Dichterliebe gehen, meinetwegen. Und alles, was unter Wunderlichs Version bleibt, kann ich nicht akzeptieren. Dann komme ich nicht sehr weit. Ich kann. Aber ich habe jetzt nicht Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche für einen Moment. Ja? Ich habe jetzt nicht primär an die sozusagen, bleiben wir bei den Sängern, vokale Leistungsfähigkeit gedacht, auf die du dich einstellen musst. Und das ist mir völlig klar, dass man da nicht von irgendeinem Ideal ausgehen kann. Ich dachte eher jetzt an all die Fragen, die mit Tempo, Dynamik, mit
mit Phrasierung zu tun haben, wo man ja eine bestimmte Vorstellung hat als Musiker. Das hat man sich ja mühsam auch erarbeitet mit dem jeweiligen Repertoire. Und wo jetzt jemand kommt, der nun eine völlig gegenteilige Einstudierung hinter sich hat oder Vorstellung. Wie gehst du damit um? Ich akzeptiere das. Außer Okay. es ist grober Unfug. Das kommt aber selten vor. Okay. Aber wenn jemand, also ich diskutiere das vielleicht und sage, also das kenne ich überhaupt nicht so und wollen wir nicht so versuchen. Aber wenn jemand seine Version wirklich möchte, na gut, das finde ich in Ordnung. Das Okay. ist dann nicht mein Job, das zu ändern. Also quasi kann man sagen, dass aber, wenn man das so ein bisschen zusammenfasst, neben all der Komplexität beim Repetieren man sich im Grunde doch letztlich als künstlerische Persönlichkeit etwas zurücknehmen muss und sozusagen das, was für den, der da letztlich um Hilfestellung bittet, passt und wichtig ist, während man eben beim Coaching das Gesamtkonzept, das man selber hat und natürlich erst recht, deswegen vielleicht doch in der Prioritätsliste ganz klein wenig oben, diese bei der eigenen künstlerischen Tätigkeit und bei dem, was man da künstlerisch arbeitet, im Grunde da sich voll einbringen kann und mit allen Details, wenn man den richtigen Partner hat, was natürlich hoffentlich dann auch so ist. Es wäre vielleicht interessant, also wir haben jetzt wirklich über die ganze Breite ja vieles von dir gehört. Es wäre vielleicht interessant, mal das fortzusetzen mit einem Thema, wo man einfach mal darüber, da haben wir ja auch gemeinsame Erfahrungen, wo man darüber mal redet, wie überhaupt bei Vorbereitung einer künstlerischen Präsentation und einer Performance, welche Faktoren und welche Vorgänge beim Probieren von entscheidender Bedeutung sind. Wie sich zwei Leute da einbringen in den verschiedenen Aspekten. Also wenn dich das reizen würde, würde ich sagen, wir nehmen das mal irgendwie so perspektivisch in den Blick. Absolut. Darauf freue ich mich sehr. Okay, dann bedanke ich mich an dieser Stelle erstmal herzlich bei dir, was du alles uns so aus dem kleinen Schatzkästlein der eigenen Erfahrungen und Tätigkeiten verraten hast. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Ich danke für die spannenden Fragen und das schöne Gespräch. Freue mich auch aufs nächste Mal. Ja, super.